rausfahren. Hier ist alles komplett voll. Böen in 8 auf Böen in 1 Knoten. Das ist in Bayern, bei Zusmarshausen und bei Dinkelschelber. Villa Riva und Villa Bajo. Heute waren eigentlich 16 Knoten und in der Spitze 23 vorausgesagt gewesen. Und kein Wettermodell hat die 8er Böen, die wir jetzt haben. Also wir haben durchgehend 7 in Böen 8. Uns ist vorhin eine Fockschot gerissen, also die auf der Druck drauf war. Und das ist echt ärgerlich, weil das war ein genähter Tragling, da liegt er rum. So. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist Lagos. Wir müssen jetzt aber weiträumig rumfahren. Hier ist alles voller Fischernetze. Ich war erst weit unter Land, damit wir von den Klippen Landabdeckung haben. Aber ich musste jetzt wieder eine Meile rausfahren. Hier ist alles komplett voll. Wir steuern jetzt erstmal Lagos an, aber ich glaube, wir sind in Portimao besser aufgehoben, weil Lagos ist schwierig anzusteuern. Ja, es ist versandet und es ist unklar, wo die Einfahrt ist. Und wir müssten sehr langsam fahren, um bei Hochwasser anzukommen. Und in der Zeit sind wir schon in Portimao und in Portimao sind wir besser geschützt. Und man sagt ja auch, bei Sturm ist man draußen besser aufgehoben, als wenn man versucht, bei 8 Beaufort anzulegen. Das hatten wir ja schon mal. Ein verrücktes Wetter heute. Jetzt hat der Wind einmal gedreht, jetzt haben wir ihn von Steuerbord, vorhin hatten wir ihn von Backbord ablandig, jetzt haben wir ihn auflandig. Von Böen in 8 auf Böen in 1 Knoten. Ist an Steuer. Was ist das da? Weiß ich so auch nicht. Burgau. 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 Das ist in Bayern, bei Zusmarshausen und bei Dinkelschelber. So schaut's aus. Also wenn du noch 10 Grad höher fahren würdest, dann würde fast schon Portimao anlegen. So. Anders 10? Das lässt sich schwer sagen, aber das sieht gut aus. Also es ist im Prinzip in der Verlängerung der Landspitze, aber die Landspitze können wir nicht direkt anfahren, weil da noch... Lass mal, siehst du diese Felsen da? Ja. So auf, was ist denn das? 10 Uhr? Ja. Mach mal 10:30 Uhr oder so. Also praktisch der Hügel im Hintergrund, den lässt du auch noch an Steuerbord. An Backbord. Ja, so etwa. Oh, war das furchtbar vorhin. Ja. Wahnsinn, ne? Ja. Also ich wüsste gar nicht, was wir hätten besser machen können, weil Ankern wäre keine Option gewesen. Nee. Habe ich heute auch schon überlegt, aber das wäre auch keine Option gewesen, Genau. vor Anker liegen zu bleiben. Genau, Sagres um die Ecke rum ist kein Yachthafen, ist nur ein Fischereihafen, da wären wir auch nicht geschützter gewesen.
Ist es da ist es jetzt immer noch so, ne? Dort. Ja. Meinst du, wir sind einfach nur rausgefahren aus dem Effekt? Ja. Dadurch, dass wir hier komplett gar keine Welle mehr haben und achterlichen Wind, ist das ein wirklich entspanntes Segeln. Das hat so ein bisschen was von der Ostsee. Oder man kann sogar sagen, das ist wie Ostseesegeln. Und das hatten wir seit Monaten nicht mehr. Seit einem Jahr genau genommen. Nur deutlich wärmer als auf der Ostsee. Das ist allerdings auch wahr. Genau, ich bin in kurzer Hose mittlerweile. Marion hat noch ein bisschen nachgeschlafen von der schaukeligen Nacht. Und wir freuen uns, dass es jetzt mal so gut läuft. Wir haben sogar den Plan geändert. Wir wollten eigentlich in Portimao raus, beziehungsweise Ferragudo angucken. Das ist gegenüber. Den Tipp hatten wir bekommen. Aber jetzt läuft das gerade so gut mit dem Segeln und mir ist tatsächlich die Forfaro, Culatra, die Insel, ist mir tatsächlich wichtiger und wir wollen auch ein bisschen weiterkommen. Deswegen lassen wir das Boot jetzt laufen. Wir werden dann heute Abend da sein und ja, ganz schön verrückter Segeltag bisher. Wir hatten heute ein Halo gesehen um die Sonne. Wer sowas noch nicht gesehen hat, das zeugt von Schlechtwetter in den nächsten 24 bis 48 Stunden und wir erwarten ja auch 34 bis 36 Knoten Wind. Das ist auch der Grund, weswegen wir so weit wie möglich nach Osten wollen, weil da ist der Wind weniger und werden dann wahrscheinlich auch 1-2 Tage in den Hafen gehen. Ja, es ist irgendwie so, wie wir heute Morgen eins auf die Nase bekommen haben. So entspannt ist es jetzt den ganzen Tag über gewesen. Jetzt wird es ein bisschen diesig, die Sonne verschwindet auch ein bisschen hinter Wolken. Und wir fahren jetzt nach Villabajo. Villarriba und Villabajo. Wir fahren jetzt nach Vilamura. Das ist Portugals größter Yachthafen. Wir haben so ein bisschen Angst. Sind so ein bisschen Erinnerungen an Neustadt oder Hohe Düne. Das sind ja somit die Größen in der Ostsee. Aber wir wollen jetzt nach dem Geschaukel gestern den ganzen Tag und die ganze Nacht und dem heute Morgen, dem Windschreck heute Morgen mit 32er Böen. Also es kommt ja Starkwind und wir werden da jetzt schön in Vilamura uns ein Plätzchen suchen oder zuweisen lassen morgen und vielleicht können wir mit unserer Strandmuschel an den Strand gehen, gegen den Wind, der kommt und es ist flach, soll es dort sein, vielleicht können wir die Longboards wieder auspacken, das hat ja in Lissabon nicht so richtig geklappt, können wir vielleicht eine Runde Longboard fahren und ja, ganz gemütlich machen. So, das ist der Plan und denke, wie lange brauchen wir noch? Eine Stunde? Stunde, anderthalb noch? Wir fahren nur noch 2,8 Knoten. Und keine 10 Minuten später, der Motor läuft. Christoph hat aufgegeben, wir sind hier mit keinen 2 Knoten vor uns hingedümpelt und da werden wir, glaube ich, in 2 Stunden noch nicht in der Marina. Wir fahren jetzt und der Motor da rein.
Ja, nach einer ziemlich unruhigen Nacht war das auch kein schönes Erwachen morgens mit den Böen. Wir gehen davon aus, dass das tatsächlich nur Kapp-Effekt war, wobei wir eigentlich dachten, dass die Bucht ganz geschützt sein sollte. Aber der Wind war wohl so stark, dass es auch bis in die Bucht reinging, so quasi um die Ecke rum. Ist ja alles gut gelaufen und danach war ja plötzlich gar nichts mehr los. Und dann hat man als Entschädigung doch noch einen ziemlich schönen Segeltag bis nach Vilamura. Im vorherigen Video war ja noch nicht klar, wo wir enden werden und wie ihr seht, wir sind in Vilamura geendet und ich glaube, die meisten haben Vilamura genauso wenig auf dem Zettel, wie wir das hatten. Und wenn du mehr über Vilamura erfahren möchtest, dann abonniere am besten den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, und schalte die Glocke ein, weil dann wirst du auch darüber informiert, wenn das Video raus ist. Ansonsten folge uns doch gerne auf Instagram und Facebook und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!